Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr eure Infinity CR Plus komplett reinigen könnt. Das Ganze könnt ihr eigentlich auf jede Harder & Steenbeck Airbrush übernehmen und im weitesten Sinne eigentlich auch auf jede andere Airbrush, da die relativ ähnlich aufgebaut sind. Vorweg, ihr könnt für das Ganze ein Ultraschallreinigungsgerät benutzen, das müsst ihr aber nicht. Alle Schritte, die ich mache, könnt ihr auch einfach nur mit Q-Tip und Reiniger machen. Das hier ist also die Infinity CR Plus noch komplett zusammengebaut. Bis gerade eben haben wir noch mit ihr gesprüht, also der perfekte Zeitpunkt, um sie zu reinigen. Dafür baue ich sie jetzt erstmal komplett auseinander und zeige euch, auf welche Stellen ihr bei der Reinigung besonders achten sollt. Eine wichtige Sache zuerst: ich ziehe die Nadel extra nur vorne raus. Dafür schrauben wir einfach den Luftkopf mit der Düse ab und können sie dann ohne Probleme vorne rausziehen, da wir uns sonst die Farbe bis nach hinten ins Nadelfutter ziehen. Den Farbtopf reinigen wir auch separat. Jetzt wollen wir das Nadelfutter ausbauen. Dafür müssen wir erstmal diesen goldenen Mittelteil hier abschrauben. Der kann besonders bei fabrikneuen Pistolen noch sehr festgeschraubt sein und den könnt ihr, wenn ihr nicht das passende Werkzeug habt, auch einfach mit einem kleinen Nagel abmachen. Einfach durch die Hebelwirkung geht der ganz schnell ab. Das Nadelfutter besteht aus mehreren Teilen, die ich jetzt hier auch einmal komplett auseinanderschraube und euch im Einzelnen zeige. Hier gibt es einen wichtigen Punkt, den ihr bedenken solltet, falls ihr ein Ultraschallreinigungsgerät benutzen wollt. Das Nadelspannfutter, den Hebel und das Ventil solltet ihr nicht in das Bad legen, da die mit anderen Metallen beschichtet sind, die durch das Ultraschallreinigungsgerät kaputt gehen könnten. Alle Teile hier vorne könnt ihr ohne Probleme ins Ultraschallbad legen und das hilft auch tatsächlich mal, eure Airbrush so richtig sauber zu kriegen, da es die Pigmente, die sich festgesetzt haben, lösen, bevor wir sie danach dann ordentlich mit dem Q-Tip sauber machen. Was brauchen wir jetzt eigentlich alles zum Reinigen? Wir brauchen Q-Tips, kleine Zahnreinigungsbürsten, einen starken Cleaner, einen kleinen Topf mit frischem Wasser, etwas Küchenrolle und optional natürlich das Ultraschallreinigungsgerät. Wir benutzen als Flüssigkeit immer den guten alten Frosch-Spiritusreiniger, weil der etwas aggressiver ist, aber eben noch nicht so aggressiv, dass es die Airbrush langfristig angreift. Ihr solltet im Ultraschallgerät nicht mit zu starken Reinigern arbeiten, da sich sonst auch Dichtungen in der Airbrush auflösen können, wenn sie darin zu lange liegen. Zunächst mal komme ich zum Nadelfutter. Das wird in aller Regel nicht dreckig und muss auch normalerweise nicht gereinigt werden. Falls ihr mal aus Versehen doch eure Nadel hinten rauszieht und aus Versehen somit Farbe ins Nadelspannfutter bekommt oder auch manchmal durch eine Verstopfung die Farbe nach hinten zurückfließt, könnt ihr auch einfach hier mit kleinen Zahnreinigungsbürsten dann kurz im Nadelspannfutter alles sauber machen. Nur wie gesagt, bitte nicht ins Ultraschallgerät. Ich fange jetzt erstmal mit dem Körper unserer Airbrush-Pistole an. Hier zeige ich euch jetzt eine kleine geheime Stelle, wo ich auch am Anfang gar nicht wusste, dass sie existiert, und dafür brauchen wir ein spezielles Werkzeug, das extra für die Harder & Steenbeck Pistolen ist. Damit können wir nämlich von hinten in den Körper reingehen und unsere Nadeldichtung rausschrauben. Unsere Nadeldichtung besteht eben aus dem kleinen Schraubgewinde plus 3 kleinen weißen Dichtungen. Normalerweise gelangt hier nicht wirklich viel Farbe rein, aber auch hier kann durch Rückfluss der Farbe manchmal was Schmutz hinkommen. Deswegen sollten wir auch das regelmäßig mal ausbauen und checken, ob da noch alles gut ist. Falls eure Airbrush komplett gereinigt ist und sie will einfach nicht funktionieren, ist das der Punkt, an dem es dann meistens liegt, da die Dichtungen einfach nicht mehr intakt sind. Die 3 neuen Dichtungen kosten aber auch gerade mal 5 €, sollten sie also mal kaputt gehen, ist das also nicht so schlimm. Das kleine Werkzeug dafür verlinken wir euch auch nochmal in der Videobeschreibung, das gibt es nämlich auch bei PK Pro. Nachdem wir also unsere Nadeldichtung ausgebaut haben, machen wir den Körper unserer Airbrush jetzt komplett mit Q-Tips sauber. Dafür benutze ich ganz gerne diesen etwas stärkeren Cleaner von AK, der ist nämlich schon schön aggressiv, dass er auch eingetrocknete Farbe noch gut anlöst. Nachdem ich also die Q-Tips da reingetunkt habe, gehe ich an die Pistole und gehe von allen Öffnungen komplett ran, drehe den Q-Tip, tupfe das alles, damit ich wirklich jede Farbe wegbekomme. Natürlich auch von oben, wo wir die Farbe reintun. Nachdem wir die ganze grobe Farbe jetzt beseitigt haben, müssen wir natürlich aber auch noch die kleinen feinen Lücken sauber machen. Und da kommen unsere Zahnreinigungsbürsten ins Spiel. Hier verwende ich immer die kleinste und die größte Stufe, die es in Drogeriemärkten gibt. Die Marke ist dabei vollkommen egal. Die tunke ich auch einfach kurz in meinen Reiniger und schrubbe dann in alle Öffnungen der Airbrush rein. Wichtig hierbei ist diese kleine Öffnung, die ihr sehen könnt, wenn ihr von vorne in eure Pistole guckt. Also dort, wo die Düse aufliegt, da hat jede Airbrush irgendwo eine kleine Öffnung oder ein Loch.
Die sieht teilweise bei jeder Airbrush anders aus, aber sie dient dazu, dass die Luft in der Airbrush zirkulieren kann. Und das ist ein super Spot, wo sich super gerne Farbe ansammelt, eintrocknet und eure Airbrush dicht macht. Denn wenn diese kleine Öffnung, wo auch immer sie bei eurer Pistole vorne ist, zu ist, kann sie nicht mehr sprühen und schäumt und spritzt dann so aus dem Farbbecher raus. Hier solltet ihr also euch wirklich Zeit nehmen, gerade wenn ihr das länger nicht sauber gemacht habt, mit eurer kleinen Bürste und dem Reiniger schön reingehen, alles rauskratzen und hinterher mit dem Q-Tip den restlichen Dreck wieder aufsammeln. Haben wir also alle Öffnungen und alle Flächen mit unseren Q-Tips und Zahnreinigungsbürsten vom Körper gesäubert, können wir zu der nächsten Quelle gehen, die oft gerne verhindert, dass eure Airbrush gut sprüht. Und zwar der Düse. Die Düse ist mit sehr großer Vorsicht zu reinigen, da sie sich gerne dehnt und dann kaputt ist und ihr müsst eine neue kaufen. Falls sie euch mal reißt oder doch zu weit gedehnt ist, ist es aber auch nicht schlimm. Bei der Infinity kostet sie ungefähr 15 € neu. Um die Düse gut sauber zu bekommen, nehme ich mir erstmal die dünnste Größe unserer Zahnreinigungsbürsten und gehe mit dem Cleaner von hinten in die Düse rein. Dadurch mache ich erstmal den ganzen groben Dreck weg und schiebe die eingetrockneten Farbpigmente alle oben zum Loch hin. Wenn die größte Farbe aus der Düse raus ist, nehme ich mir jetzt die saubere Nadel und schiebe sie von hinten in die Düse. Dabei schabe ich sie immer vorsichtig an der Wand der vorderen Düse entlang und drehe die Düse dabei auch noch. Dadurch bekomme ich alle getrockneten Farbpigmente langsam und vorsichtig vorne durch den Düsenhals rausgedrückt. Wie gesagt, ihr dürft hier auf gar keinen Fall zu fest drücken, da ihr euch sonst den Düsenhals dehnt und ihr einen neuen braucht. Ich teste immer ganz gerne, ob meine Düse jetzt sauber genug ist, indem ich etwas klares Wasser in die Düse nehme und mit dem Mund einmal durchpuste. Kriege ich einen klaren, sauberen Strahl, der gleichmäßig rauskommt, ist die Düse gut genug sauber und sie wird ohne Probleme wieder sprühen können. Die restlichen Teile, also den Düsenkopf und unseren Farbtopf, können wir dann auch einfach mit Reiniger und Q-Tips sauber machen. Wichtig ist nur, dass ihr alle Teile, die ihr mit diesem extremen Reiniger oder auch Isopropanol reinigt, danach nochmal in klares Wasser legt und gut abschrubbt. Denn so starke Reiniger sollten nicht zu lange an euren Teilen bleiben, da es sonst nachher das Metall anätzt oder Dichtungen wegmacht und das ist einfach nicht gut. Einfach nochmal mit klarem Wasser abspülen und eure Airbrush ist glücklich. Hier haben wir also alle gereinigten Teile unserer Infinity CA+ Airbrush. Als allererstes setze ich jetzt wieder die Nadeldichtung ein. Dafür benutze ich das Werkzeug, das extra dafür gemacht ist und drehe es von hinten wieder rein. Nur nicht zu fest drehen, sonst geht euch nachher die Schraubung kaputt. Als nächstes setze ich den Hebel ein und lege dann wieder das gesamte Nadelspannfutter ein. Das sollte ich auch in dieser Reihenfolge machen, da das Nadelspannfutter ja den Hebel fixiert und wenn ich das vorher einsetze, kann ich den Hebel nicht mehr einsetzen. Jetzt setze ich die Nadel wieder ein. Das mache ich von vorne nach hinten, da ich jetzt ja auch keine Angst mehr haben muss, dass ich mir Farbe mit nach hinten ziehe. Aber besonders aus dem Grund, damit ich mir meine Spitze nicht beschädige. Denn wenn ich beim Aufbau eventuell einen Fehler mache und die Nadel mit der Spitze voraus nach vorne durchschiebe, könnte es passieren, dass sie irgendwo hängen bleibt und mir vorne verbiegt. Ich ziehe die Nadel jetzt auch weit genug nach hinten, dass man sie von vorne gar nicht mehr sehen kann, sodass, wenn ich jetzt die Düse und den Luftkopf aufsetze, mir auch da nicht aus Versehen die Nadel verbiege. Zum Schluss noch den Farbtopf aufgedreht und fertig ist unsere frisch gereinigte Infinity. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare und ich schaue, dass ich alle gut beantworten kann. Vielen lieben Dank an alle unsere Patrons, die das Ganze hier überhaupt erst möglich machen und insbesondere unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Shayalin, Tizian, Diamond, Don Vittorio, Felix, Halim, Julian, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Pingu, Tobi, Sumsi und Dorian. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb und auch ebenfalls alle verwendeten Materialien, die ich zum Reinigen benutzt habe. Falls ihr außerdem regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ihr dürft hier auf gar keinen Fall zu fest drücken, da ihr euch sonst den Düsenhals dehnt und ihr einen neuen braucht. Es ist kein Biologieunterricht. Halt die Klappe. Ja, das sieht man ja eh nicht, weil du dann ja auf die Düse fällst. Wir sehen das, ja. Ich teste immer ganz gerne, ob meine Düse jetzt sauber genug ist, indem ich etwas klares Wasser in die Düse nehme und mit dem Mund einmal durchpuste. Kriege ich einen klaren, sauberen Strahl, der gleichmäßig rauskommt, ist die Düse gut genug sauber und sie wird ohne Probleme wieder sprühen können.
Oh Leute, ihr seid so kindisch! Ihr seid so kindisch!